not, we cannot go because I push, but I know it's a big damage. But Willkommen zurück bei Time Out Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport während den nächsten Tagen an der Dakar 2024 in Saudi-Arabien. Heute ist Montag, 8. Januar. Heute wird ein für uns brutaler Tag. Wir starten sehr spät hier im Camp und müssen an eine Servicestelle fahren, wo wir 2 Stunden Service machen können am LKW. Dann fährt das LKW-Team, also das Rennteam, in ein Camp, wo kein Service erlaubt ist. Das ist eine Marathon-Etappe und wir fahren dann nochmals etwa 400, 500, 600 Kilometer weiter. Also wenn wir durchfahren würden, dann wären wir fahren nach Al-Hofuf, das weiß ich. Wenn wir durchfahren würden, wären wir vermutlich erst morgens um 4 da. Daher überlegen wir uns aktuell, ob wir einen kleinen Abstecher über Riyadh machen und dann in Riyadh übernachten. Mal schauen, was der Tag bringt. Es wird sicher für uns sehr spannend. Ich hoffe, dass ich das für euch auch einfangen kann. Daher bleibt dran und danke, dass ihr unser Video schaut. Christian, die heutige Etappe, die wird hart, oder? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht so richtig. Wir sind gestern relativ spät erst dazu gekommen, dass wir uns die Stage anschauen. Vorne hat es relativ gutes Internet, hier hinten ganz mau. Wir wissen, dass wir 4 Tests haben, 3-mal Regularity, 1-mal Navi-Test. Danach treffen wir die Service Crew, die haben 2 Stunden Zeit für die Fahrzeuge. Und dann geht es für uns in ein separates Biwak, von dort aus dann morgen auf die Stage 4. Und ja, wie gesagt, wir haben 2-mal relativ lange Prüfungen, die erste mit 80, die zweite knapp mit 90 und das wird dann schon immer heftig. Also alles, was mal so über 60 Kilometer am Stück rausgeht, ohne dass du mal dazwischen eine Viertelstunde Zeit hast zum Luft holen, wird dann schon heftig für alle 3. Viel Erfolg. Danke. Matze, wie zu Hause, oder? Ja, so ungefähr, ja. Acht Uhr und wir sind abfahrbereit. Noch eine Information zu diesem Camp. Wir sind auf 800 Höhenmeter. Das ist vermutlich auch der Grund, warum es diese Nacht auch kühl war und der Boden am Morgen feucht. Es ist jetzt 11:45. Wir haben per Zufall rechts von der Straße gesehen, dass hier eine Classic-Etappe endet. Und daher habe ich gedacht, drehen wir nochmals um und schauen, ob wir da was Spannendes für euch einfangen können. Also die Route von der Classic und von der schnellen Dakar, das ist nicht dieselbe. Macht auch Sinn, rein sicherheitstechnisch. Als wir da hingefahren sind, kamen gerade einige an und jetzt, wo wir da sind, kommt niemand. Aber ich nutze die Zeit für etwas Bewegung. Da in unserem Service-LKW hat es auch Rennsitze und das heißt, es ist ziemlich hart. Ich würde nicht sagen unbequem, aber ja, ist einfach nicht auf Komfort ausgelegt. Also bei der Classic geht es ja nicht um die Geschwindigkeit, wie schnell man im Ziel ist, sondern es gibt diese Durchschnittsgeschwindigkeitstests, Regularity Tests und Navigation Tests, wo man möglichst genau auf einer Spur fahren muss. Von daher, die werden jetzt da nicht reinbrettern wie die Wilden.
Vor allem hat er das Ziel nicht gesehen. Der nächste kommt auch gleich. Mehr Speed und die bessere Spur. Viertel nach 1, genau zur Mittagspause, noch eine Tankstelle gefunden. Heute klappt das ja, oder gestern und heute klappt das wunderbar. Diesel und Kreditkarte und gleich nebenan ein Restaurant zum Essen und es schmeckt vorzüglich. Auch noch Benzin für Stromaggregat, das Pip-Bike, die da wieder ausgerüstet sind. Dann mächtig viel los hier. Aufpassen, dass man da nicht unter die Räder kommt. Suchen Kissen, damit es ein bisschen bequemer ist im Sitz. Ein lustiges Sortiment. Bis jetzt noch kein Kissen. Das ist super crazy. Wir sind jetzt an diesem Servicepunkt, wo sie 2 Stunden Zeit haben für Service. Und da haben die Top-Teams natürlich ein komplettes, oder nee, nicht ein komplettes, aber ein halb komplettes Camp aufgebaut, wo dann Service ausgeführt wird. Vielleicht noch eine Massage oder sowas. Und dann geht es dann wieder weiter für sie. Und wir fahren vielleicht nach Riyadh zum Übernachten. Aber es ist ein Riesenplatz und
extrem viel Aufwand, einfach schnell für diese 2 Stunden Service. Das hintere Zelt da bei Toyota ist das Massagezelt. Wir haben uns da ein bisschen außerhalb vom Camp aufgestellt. Hat es genügend Platz hier in Saudi-Arabien. Ich zeige euch jetzt mal, was da alles aufgestellt wurde. Hier wird gekocht. Und da der Helikopter kreist, nehme ich jetzt mal an, kommen die ersten schnellen Fahrzeuge. Jetzt werdet ihr was sehen, was ziemlich heftig ausschaut. Das ist der Nasser. Wunder, ob die da also absperren oder nicht. Da kommen jetzt alle mit ihren Kameras, auch wir und ihr. Es ist jetzt 2:30. Die haben jetzt mächtig was zu tun. Draht, die da rausziehen. Da links von mir steht der Chef von ProDrive und der lacht noch. Das ist nicht schlecht. Guter Humor. Noch schön zu sehen, es braucht keine Absperrwände, jeder hält Abstand, damit die arbeiten müssen, auch arbeiten können. Nichts wird abgesperrt. Geht einfach einer vorne hin.
I don't care about the damage because we'll fix it. We have 2 hours, and yeah, I think it's good decision to keep going. And you kept pushing 100%, or Yeah, I was pushing, but it's not. We cannot go because I push, but I know it's a big damage. But it's good we are here. did you expect a stage so tough today? Yeah, it's very tough because I stopped for Sab and I asked him, you know, I don't have spare because otherwise I can help him if I have a tire, you know. But after I decided to go. We have a 3 puncture and it was not easy, and but okay. We are here in the finish. I think we make a good decision to continue. Thank you. Er ist einfach ein unglaublicher Typ. Alle wollen was von ihm und er ist für jeden da, gibt jedem ein gutes Gefühl. Unglaublich. Der im weißen T-Shirt, das ist der Chef von ProDrive. Make more force. It's not really. It's not. No. It's a fast road with the rocks. Bueno, ahí justo Nasser le está explicando cómo le pegó una piedra y cómo, bueno, rompió la suspensión trasera izquierda del vehículo. Obwohl es da sehr spannend ist, gehen wir doch noch ein bisschen durchs Camp, weil nicht, dass wir sonst was verpassen. Hier wird an den Audis gearbeitet. Das ist ein Riesenplatz. Ich denke mal so 10 Fußball, ne, keine Ahnung, ne, kann es nicht schätzen. Aber riesig. Kilometer lang, 300-400 Meter breit. Gazoo Racing steht man bereit. Cool organisiert alles. Beeindruckend. Hier bei South Racing sind 5 Zelte aufgebaut. 2 LKWs und der Küchen-LKW ist da. Da ja nicht alle Fahrer gleichzeitig reinkommen, reicht diese Anzahl von Zelten. Jede Zeit wird genutzt zum Schlafen, wenn es geht, vor allem für die Mechaniker. Die arbeiten jeweils bis morgens 4 oder 5 und dann schlafen sie im LKW als Beifahrer. Da gibt es nachher für Lukas und Stefan ein Snack. 3 Uhr aktuell, noch nicht da. Die Motorräder immer als erstes wieder zurück im Camp, weil sie auch als erstes starten. Ich denke mal, die werden dann bald wieder los. Gut sein, dass die bei KTM da schon wieder abbauen, ja, denke ich mal. Die sind schon fertig. Und auch immer nachher gereinigt.
Hier der Bereich für die Abenteuerklasser, Malemoto. Der Tobi kann hier... Ah, da ist er ja. Tobi, wie lief's? Ja, ich war richtig schnell auf dem Weg. Mit dem Speed war ich voll zufrieden. Aber anders leider mit der Navigation. Also ich bin so voll gefahren. Unglaublich. Ich habe teilweise einen Fahrer 5-mal überholt. Also das war ziemlich bitter. Aber so beim Steinfeld und so bin ich richtig gut zurechtgekommen mittlerweile. Also ich wirklich, je mehr ich fahre, desto besser werde ich mit dem Bike. Aber bringt mal leider nichts, wenn ich falsch fahre. Deswegen. Aber Bike alles in Ordnung? Ja, na, alles gut. Also. Passt alles gut. Einen normalen Service machen, Ölwechsel, Luftfilter. Und dann geht es 200 Kilometer ungefähr, fast 200 Kilometer ins richtige Fahrerlager. Das ist ja nur das Zwischenfahrerlager. Aber ist nachher noch mal Wertung oder nur Liaison? Liaison. Ist nur Liaison. Nur Liaison, also. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wie es heute ausgegangen ist. Also. Ich auch nicht, habe nicht geschaut. Nein, ja nicht. Egal, war so wie gehabt. Gut. Von dem her, vor allem es sind wieder 3 Fahrer ausgefallen. Also Ja, es hat wieder Ausfälle, unglaublich. Ja. Messen klein, Probe kaputt. Ist, Sam, Gasgas kaputt. Ah ja? Ja, noch Kilometer 5 glaube ich, ist er da gestanden. Wow, das habe ich nicht gelesen. Bühler Sebastian hat es an einer richtig schnellen Stelle aufgestellt. Von den Fahrzeugen, die was die Straße präparieren, hat es links und rechts so Hügel aufgeschoben. Boah, war eine richtige schnelle Passage. Also. Hast du jetzt hier auch 2 Stunden Zeit? Ich hätte 2 Stunden Zeit, Aber brauchst du nicht, ja, Nee, ja. also Fertig machen. Ich Dann. bin jetzt gleich fertig und dann fahre ich rüber. Und bin ich heute, wie spät ist es jetzt? 5 vor 3. Ja, dann bin ich heute mal ein bisschen früher fertig mit allem. Und ja, Also, mach's gut. danke, ciao. Ciao. Verfolgt ihr zu Hause eigentlich die Resultate der Classic oder der schnellen Klasse? Weil ich nicht, mir fehlt immer wieder ein bisschen die Zeit. Aber der mit der Nummer 714, den möchte ich mal nachforschen, wo der steht, weil der hat da Ambitionen mal geäußert, dass er da gewinnen will. Možná se to malinko bude zdát zase tuší, kdo se mnou chce utáhnout, aby to nelítalo, jo? Der ist heute anstelle um den Kreisel, über den Kreisel habe ich gehört. Hier bei Ford auch alles bereit. Light Setup. Für ihn ist die Dakar zu Ende. Ich glaube aber nicht, dass er einen Defekt hat, sondern der Beifahrer hat gesundheitliche Probleme. Dann ist die Rallye auch vorbei. Weil die kann man nicht einfach den Fahrer oder den Beifahrer austauschen. Das geht nicht. Also die Service Crew, die machen hier Service für die Autos nicht, weil es noch diese 200 Kilometer bis ins Camp geht, bis ins Marathon-Camp, sondern eigentlich, weil sie ja morgen dann das Auto für den ganzen Tag fit machen müssen, weil wir Service dürfen nicht in dieses Camp. Auch für die Topfahrer heißt das kein Luxuscamper, nichts, sondern einfach Zelt und mehr nicht. Es ist jetzt 10 nach 3. Immer noch heftig am Reparieren. Inzwischen ist Sebastian Loeb auch angekommen mit seinem Auto.
Unser Team kommt auch rein. Ist jetzt 20 vor 4. Das ist sehr gut. Willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Ich will jetzt eine angenehme Uhrzeit Ja. kommen. Ja, so abspielen halt viel braucht. Ja, ich habe viel leiser. Darf ich mal sagen, was wir irgendwie machen? Aber jetzt, weißt du, wenn er einfedert, wird er ansonsten, ja, Reifen schauen. Irgendwas ist mir noch eingefallen. Vielleicht kommst du und dachte, das kannst du noch schauen. Wie fühlst du dich? Ja gut, ist eine angenehme Uhrzeit zum Heimkommen. Nee, waren zwei sehr lange Wertungsprüfungen, eine mit 89 Kilometer, die andere mit 85 und gleich direkt hintereinander. Und da ist dann zum Schluss schon zäh, also dass du konzentriert bleibst für alle drei. Ich meine, die müssen ja ständig Ansagen machen und aufpassen und viel Wadi fahren, viel loser Sand, ein paar Dünen drin. Aber ja, Bist zufrieden? hat alles gut gemeistert, ja, Wie ist die Temperatur in der Kabine? brutal heiß. Also es ist 40 Grad? ja locker, Locker. wenn es reicht. Okay. Also im Vergleich zur G-Klasse bestimmt 10 Grad mehr. Okay. Also es ist richtig, richtig heiß. Gut, also komm, dann lass uns eine kalte Cola trinken. Genau, danke. Also wie ihr euch vorstellen könnt, kostet so ein Dakar-Einsatz natürlich auch richtig Geld. Aber dank unserer großen Sponsoren konnten wir einen Teil davon auffangen. Aber es sind eben nicht nur die großen, sondern auch viele, viele kleine Helfer, Technikpartner, Sponsoren, die dazu beitragen, dass wir unseren Traum erfüllen können. Und dafür sagen wir vom ganzen Team wirklich herzlichen Dank an euch alle. Das sind dieselben Fahrzeuge wie die von Nasser und von Sebastian Loeb. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail in den Komponenten, aber sonst sind alles ProDrive, Hunter. Das Auto von Nasser. Zwischenbericht ist jetzt 4 Uhr. Das ist einer der zahlreichen Helikopter, welcher für die Filmaufnahmen zuständig ist, mit der Riesenkamera. Alles ausbalanciert. Ein eingespieltes Team, der Co-Pilot, oder der Pilot meine ich, und der Kameramann.
Also ich würde sagen, es sind gut aktuell so 10 Helikopter hier am Kommen und Gehen, vielleicht auftanken. Wir sind mittlerweile in Riyadh angekommen. Unser Plan ging auf. Wir haben ein Hotel gebucht mit 2 Zimmern im Vorraum, richtig gemütlich. Und unsere Race Crew schläft im Zelt draußen. Ein bisschen unfair, aber ich denke, wir haben uns verdient. Nee, der Christian hat auch gesagt, wir sollen ein Zimmer nehmen, sonst hätten wir das natürlich nicht gemacht. Es ist mächtig viel los da in Riyadh. Jeder hupt und wir haben unser Hotel an der Burgerstraße. Geschätzt, jedes Restaurant ist ein Burgerladen und so haben auch wir uns dann entschieden, einen Burger zu essen. Wir haben uns dann für den pinken entschieden, nicht wegen der Farbe, sondern weil er ganz nah am Hotel ist. Aber Chicken Spicy Burger von Sign in Riyadh können wir empfehlen. Was komisch ist, es hat drinnen viel Platz zum Anstehen, aber nur so 3 Tische. Wir haben es dann mitgenommen und im Hotel gegessen. Mit Drive-Thru hat hier jeder. Das ist auch sehr spannend hier. Also da gibt es nur Kaffee. Aber da gehen wir morgen hin. Sieht vielversprechend aus. Ich hatte heute dann noch die Möglichkeit, mit Nasser zu sprechen, bat ihn dann, mein Cap zu unterschreiben. Hat er gemacht. Und dabei habe ich auch ihm von unserer Idee erzählt, dass wir ein paar Caps unterschreiben lassen und die dann verschenken in einer Verlosung. Und dann hat er gesagt, hey, hol doch die bei dir im Truck, ich unterschreibe dir die auch. Finde ich eine coole Idee. Das heißt, aktuell, wir haben alle 6 Caps unterschrieben, 2 davon von Nasser. Und ich denke, daher widmen wir die heutige Nummer dem Nasser. Das ist seine Startnummer. Die Nummer für heute ist 200. Die Nummer für heute ist 200. So, für uns geht der Tag langsam zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen länger, aber ich habe bewusst nichts rausgeschnitten oder fast nichts rausgeschnitten von diesen Szenen. Wenn ja, liked doch dieses Video, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und Fragen wie immer gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder auf Time Out Racing.